Dröhnend das Schweigen zur Affäre Stefan Gelbhaar. Robert Habeck bleibt vage, ein Allgemeinplatz aus seinem Munde. Es muss unbedingt schnell und rücksichtslos aufgeklärt werden, was da eigentlich passiert ist und auch die Konsequenzen gezogen werden. Die angebliche Mobbing-Affäre um den Berliner Grünen Stefan Gelbhaar hat kriminelle Dimension angenommen. Eidesstattlich wurde versichert, der habe sexuell belästigt. Die beschuldigende Frau frei erfunden. Angeblich ist es Shirin Kresse. Die Grüne hat mittlerweile Ämter und Parteimitgliedschaft aufgegeben. Auf sie sollen laut Tagesspiegel die Vorwürfe gegen Gelbhaar zurückgehen. Vorzeigefrontfrau Annalena Baerbock ebenfalls abgetaucht. Da kümmern sich bei uns natürlich die Parteizentrale drum, die Ombudsstelle. Und zur ganzen Geschichte gehört ja auch noch der RBB, der darüber zu Beginn dann berichtet hat. Der RBB verbreitete ungeprüft die anonyme eidesstattliche Erklärung. Pikant, Habecks Wahlkampfmanager Andreas Audretsch, ehemals Freier beim RBB, rückte auf Gelbhaars begehrten Listenplatz, beteuerte aber, er habe mit dem Vorgang nichts zu tun. BSW-Ikone Wagenknecht vermutet Zusammenhänge, spricht gar von einem grünen Gate. Der grüne Moralweltmeister Habeck starte Ableckungsmanöver. Auch die CSU vermutet einen intriganten Stadel. Es ist offensichtlich inzwischen, dass es sich hier um massives kriminelles Handeln, dass es sich hier um massive kriminelle Energie gehandelt haben muss. Wir wissen nicht, ob es eine Person ist, von der das ausgeht, oder ob es sich um ein grünes Intrigensystem handelt, das hier ganz offensichtlich versucht hat, Einfluss auf eine Listenaufstellung zu nehmen. Piep, 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 wir haben uns alle so lieb, so die grüne Spitze. Doch eine kriminelle Affäre um Macht und Einfluss lässt da jetzt wohlmöglich tiefe Kratzer zurück. Und darüber möchte ich sprechen mit der Weltkolumnistin Christina Schröder. Guten Morgen und danke für die Zeit. Guten Morgen. Auf der einen Seite stehen jetzt also mutmaßlich erfundene Vorwürfe der sexuellen Belästigung und das Schweigen der Parteispitze. Auf der anderen Seite heißt es, es soll ja auch noch weitere Vorwürfe von anderen Frauen geben. Wie schwierig ist diese Situation jetzt also für die Grünen und das mitten im Wahlkampf? Die Situation ist offenkundig sehr schwierig. Und zwar deswegen, weil ja Fakten geschaffen wurden, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Stefan Gelbhaar hat seine Kandidatur verloren. Da lässt sich auch nichts mehr dran machen. Die Frist ist gestern abgelaufen. Und er hat diese Kandidatur verloren aufgrund von Vorwürfen, bei denen er immer beteuert hat, dass diese Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprechen und es auch an einer Stelle klar belegen konnte. Und insofern muss man sagen, hier wurde aufgrund von Mutmaßungen einem Menschen mal mindestens die Karriere, aber natürlich auch die persönliche Reputation zerstört. Und das lässt sich mit den sonstigen hehren moralischen Ansprüchen der Grünen sicherlich nur schwer vereinbaren. Große Kritik gibt es ja jetzt deswegen auch daran, dass man so schweigt, weil man ihm den Rücken dadurch nicht stärkt, man nicht versucht, die Situation besser zu machen. Robert Habeck hat sich jetzt geäußert und gesagt, man wolle das ganz klar aufarbeiten. Das sei der Parteispitze wichtig. Reicht Ihnen das? Was bisher von der Parteispitze kommt, von Habeck, aber auch von Baerbock, von Brandner, von Banacek, sind lediglich Phrasen. Ein bisschen Betroffenheit, ein bisschen man muss aufklären. Aber es wird nicht wirklich konkret darüber gesprochen, was da vorgefallen ist und wie man damit umgehen kann. Wir wissen, dass der Kandidat auch aus der Mitte der Parteispitze gedrängt wurde, seine Kandidatur zurückzuziehen. Das ist das eine, weswegen die Parteispitze eindeutig auch involviert ist. Aber ich denke, die Grünen müssen auch darüber sprechen, dass sie grundsätzlich einer Weltanschauung anhängen, die eben gerne Menschen in Täter- und Opfergruppen einteilt. Ich behaupte, wenn die Vorwürfe nicht gegen einen heterosexuellen Mann formuliert worden wären, sondern gegen eine Frau oder gar gegen eine queere Person, dann hätten die Grünen nicht so verfahren. Und deshalb müssen sie hier auch ihr eigenes Weltbild in Frage stellen, ob sie nicht vielleicht doch gerade bei heterosexuellen Männern, weißen Männern, also die nicht einem der üblichen Opfergruppen angehören, sehr schnell bereit sind, solche Vorwürfe auch zu glauben und damit auch Fakten zu schaffen, die Menschen in ihrer Karriere, in ihrer Persönlichkeit zerstören können.
Schauen wir damit dann gerne mal auf die Frauen, denn in diesem Fall gibt es ja dann eigentlich 2 Opfer, Gelbhaar und seine politische Karriere auf der anderen Seite, aber Frauen, die tatsächlich Opfer von sexueller Nötigung oder Missbrauch werden und die sowieso schon um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen müssen. Wie hart trifft das jetzt den Kampf um den Schutz von Frauen? Ja, die trifft das besonders hart, denn in der Tat, dadurch, dass nun bei Gelbhaar klar ist, dass zumindest ein Teil der Vorwürfe, vielleicht auch alle, erfunden waren, werden so Frauen, die wirklich Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, es in Zukunft noch einmal schwerer haben. Und das Typische in solchen Situationen ist ja, dass es quasi, dass nur 2 Menschen beteiligt sind, es keine Zeugen gibt und dass es deshalb immer ein Ringen um Glaubwürdigkeit ist. So gut ich das nachvollziehen kann, halte ich trotzdem den rechtsstaatlichen Grundsatz, dass erst einmal die Unschuldsvermutung gilt und auch dann später in einem Gerichtsverfahren das in dubio pro reo gilt. Diese Grundsätze halte ich für absolut fundamental für eine rechtsstaatliche Herangehensweise und die wurden von den Grünen hier verletzt. Das ist die Meinung von Christina Schröder. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.